So, Glück auf, Bonsai-Kumpels, Sternchen in. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Bonsai-Vlogs. Und worum geht's heute? Heute geht's für mich sowieso nur um Abmosen. Da mache ich jetzt gerade einen nach dem anderen. Ich weiß noch nicht, wie ihr es sehen werdet. Und zwar einen der nächsten Neuzugänge 2021 wollte ich abmosen. Auch hier wieder hauptsächlich aus dem Grund, das ist hier eine aufgepfropfte Pflanze. Also ja, es verschmilzt zum Teil sehr gut, weil die Borke auch ähnlich aussieht. Trotzdem sieht man diese hässliche Aufpropfungsstelle. Hier wollen wir einmal eine neue Pflanze gewinnen, dass wir hier mit dem weiterarbeiten können. Und im unteren Teil bleibt wieder so ein Seitentrieb noch von dem, ach ja genau, was haben wir überhaupt? Wir haben Asa cherivasum, den sogenannten Aureum, also auch in Deutschland Goldahorn, glaube ich, genannt. Voll geil. Von den Blättern, die ja so dicht sind, wie ich schon sagte, ich weiß nicht, ob man es hier so einigermaßen gut sieht, die sind noch nicht ganz hundertprozentig ausgetrieben. Wir haben den 22. Mai und alles ist ja dieses Jahr ein bisschen verhalten. Aber ich denke, der ist weit genug, definitiv, um hier Kallus zu bilden, also um genug Assimilation zu machen und Stoffe hier runter zu bringen, dass er hier Assimilation macht und dann auch Wurzeln bildet in dem Sinne. Ja, und was soll ich gerade sagen? Genau, wir wollen hier eine neue Pflanze generieren und einmal haben wir dann hier unten noch so einen Rest stehen, so als Altpflanze oder als Mutterpflanze, weil wie gesagt, alles wird zur Mutterpflanze. Und falls ihr euch wundert, warum die Blätter so ein bisschen komisch aussehen, das ist das Problem wie bei allen Asapalmatums. Falls ihr das andere Video schon gesehen habt, ansonsten sage ich es nochmal, ich hatte voll den krassen Blattlausbefall bei allen Ahornern und habe das mit so einer Chemiekeule zum ersten Mal im Leben behandelt, habe ich noch nie gemacht vorher. Ja, und viel hilft viel, habe ich mir gedacht. Ja, die Blattläuse sind weg. Ja, die Blätter, hier geht es aber noch, hier sind nur so äußerliche Verbrennungen. Aber es gibt so ein, zwei Sorten, da sind fast alle Blätter komplett weggebrannt. Die haben jetzt schon den Zweitaustrieb, also falls mal einer keinen Bock hat auf einen Blattschnitt und die alle abzuknipsen, einfach ein bisschen hiervon drauf, alles gut. Ist 2002 abgelaufen, ist vom Bayer, also hier wird so richtig Chemiekeule drin sein. Wenn das nicht sogar noch aus der ehemaligen, ja, ihr wisst schon. Ja, wir wollen mal gucken, bin gespannt. Hier habe ich auch keine Erfahrungsberichte zu gefunden, wie die sich abmosen lassen, aber wie bei allen A-Hörnchen gehe ich davon aus, dass die Erfolgsquote doch schon sehr hoch sein wird. Ansonsten bringt Zeit einfach ziemlich viel. Also ich habe es noch nie beim Ahorn versucht, wo es gar nicht geklappt hat. Oder wie zum Beispiel bei meiner Diebe, also bei meinem Atopoporeum, wo ich mir so Spitzen abmosen wollte, die ich eigentlich sowieso abschneiden wollte, ist nach einem Jahr nichts passiert, da habe ich es dann abgeschnitten. Man hat aber einen Kallusrand gesehen und das haben früher auch Leute im Video gesehen und haben gesagt, hättest du noch mal gewartet ein Jahr, dann wären auf jeden Fall Wurzeln angekommen. Wie gesagt, hätte bestimmt funktioniert, aber ich hoffe, dass es hier wie bei den normalen Ahornern so in 4 Wochen der Fall ist, dass wir schöne Wurzeln drin finden. Also würde ich einfach sagen, ich baue die Kamera mal um, hole euch ein bisschen näher ran im Timelapse und nachher, wenn wir dann die Wurzeln auspacken, also die Abmosstelle aufmachen und das Oberteil vom Unterteil trennen und den neu einsetzen, dann werde ich wieder euch mit der Stimme begleiten, aber ansonsten, solange jetzt erstmal Timelapse, dann kann ich hier auch ein bisschen Radio hören und ja, ihr habt erstmal ein bisschen Spaß bei den Bildern und wir sprechen uns dann später wieder. Was ein geiles Teil, oder? Ja, und damit willkommen am 1. August. Die Reise geht weiter. Auch hier bin ich nicht gut vorbereitet. Ich weiß genau nicht, wann wir es begonnen haben, aber ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen vor 8 bis 10 Wochen. Ansonsten steht das natürlich hier nochmal. Ähm, Asa Shirivasum, Shirasavanum, also Aureum, der sogenannte Goldahorn in Deutschland, feiere ich total das Teil. Ich weiß nicht, warum ich den früher nicht schon hatte. Also wie gesagt, die Blätter finde ich sehr geil. Ihr seht auch hier, dass er im oberen Bereich sich so ein bisschen wehrt dagegen, gegen die Abmosung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deshalb
geht er hier schon so ein bisschen, glaube ich, in diese Herbstfärbung. Ich hoffe, die werden nachher wirklich so goldgelb, wie man das so auf manchen Fotos sieht oder wie ich das auch schon mal so im Park gesehen hatte. Also übel geiles Teil. Hat er auf jeden Fall Wurzeln gemacht. Allerdings kommen die nur aus einem Bereich von hier und wachsen dann hier am Pöttchenrand nach außen. Ist ja wie gesagt das Coole an den durchsichtigen Töpfchen. Und hier im hinteren Bereich, obwohl ich den auch regelmäßig gedreht habe, damit der immer Sonne von beiden Seiten kriegt und Wärme und ihr wisst das ja, hat er scheinbar keine Wurzeln gebildet, weshalb ich leider davon ausgehe, dass der in dem Abmosungsbereich nur auf einer Seite Wurzeln gebildet hat und wir somit noch nicht das perfekte Nebari haben. Zur größten Not kann man den ja später nochmal abmosen. Ich will jetzt sowieso einfach nochmal gucken, ob es geht, das Abmosen bei diesen Ahornern. Und ja, wie der sich dann so wurzelrein, wie gesagt, wir haben unten das aufgepropfte Stück, das ist ja nicht wurzelrein, das ist auf einem anderen Träger. Wie sich das wurzelreine Stück insgesamt, sag ich jetzt mal so, im Wachstum verhält, ob der frostfest ist, wie der so mit Hitze und Wasser auskommt, wie der so auf Dünger reagiert und. Und das kann ich hiermit super ausprobieren, versuche das natürlich in Richtung Bonsai zu ziehen. Werde mir wahrscheinlich nächstes Frühjahr noch so ein Ding bestellen. Das hatte ich auch bei dem Sangokaku letzte Woche in einem anderen Video vergessen zu sagen. Ich hatte ja gesagt, dass ich nicht weiß, von wem diese Bäumchen sind. Die hatte ich bei eBay gekauft, also ganz normal eBay in die Bucht. Und hier steht drauf Scholl der Gärtner, falls es dem einen oder anderen hilft. Könnt ihr mal gucken. Ich weiß nur, der hatte ganz viele Ahorner angeboten zum Verkauf quasi als Jungware. Alle aufgepropft, das hat er auch schön beschrieben. Das sieht man aber auch direkt in den Fotos. Da sind auch noch ein paar Sorten, die definitiv nächstes Jahr auch noch dazu kommen. Aber wir wollen es ja Stück für Stück erweitern. Ja, ich will jetzt die Abmosung auf jeden Fall lösen, werde die in die Teichtöpfe pflanzen, werde die auf meine Akadama-Ahorn-Mischung setzen, die ganz normale, die ich ja jetzt bei allen sowieso fahre. Auch bei denen hier nämlich keinen Blähton mehr. Ich denke auch gerade bei Ahornen oder Ahornen, den tut es ein bisschen besser. Meine Mischung kann ich euch hier oben mal verlinken, für die, die es noch nicht wissen. Ja, und dann hat er noch jetzt, wie gesagt, wir haben am 1. August, dann hat er so circa 8 Wochen noch ein bisschen, um sich, sage ich mal, selbstständig zu etablieren da oben. Und das Unterteil, da überlege ich, ob ich das wie bei dem Sangokaku und bei der Fuji-Kirsche etc. auch mache, dass ich das in den Teichtopf setze. Oder ob ich daraus eine Freilandpflanzung mache. Das ist nämlich bei dem hier, bin ich noch überlegen. Wäre super geil für eine Freilandpflanzung im Vorgarten. Aber dann müssten natürlich erstmal nächstes Frühjahr die anderen Ahorner da geborgen werden. Diese dicken Biester, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das werden super Videos, die ich seit 3 Jahren da stehen habe. Ja, also ich kann es nicht genau sagen, wir werden es gleich sehen. Ich würde mal sagen, ich baue das Kammerset jetzt ein bisschen um, hole euch ein bisschen näher ran. Das kriegt ihr dann einen Zeitraffer, wie gewohnt. Wenn ich die Stelle aufmache, zeige ich euch das nochmal in langsamer Form, denke ich. Und dann reden wir einfach nachher nochmal oder ich sag mal in circa 4 Wochen irgendwo dann hole ich die Bäume nochmal rein und dann können wir uns mal abschließend darüber unterhalten. So, also viel Spaß und bis gleich. Ja, willkommen im Oktober, um genau zu sein, 26. Oktober. Und hiermit möchte ich dieses Projekt und dieses Langzeitprojekt sozusagen auch beenden. Ich denke, ihr habt einen schönen Ahorn gesehen, also einen schönen Aza Shirivasum aureum Goldahorn. Ich finde den Namen immer noch beeindruckend, genauso beeindruckend wie ich seinen Laub auch finde und das Aussehen. Ich hatte im Vorfeld gesagt, dass ich den ins Freiland pflanzen will. Das ist auch definitiv immer noch der Fakt. Also den werde ich nächstes Frühjahr ins Freiland pflanzen. Hat ja hier diese furchtbare Aufpropfstelle, die ja grausam aussieht. Aber ich denke, als Mutterpflanze für weitere Projekte, Mehrfachstamm, Einzelstamm und vielleicht Mame,
sollte der da ganz gut dienlich sein. Und ich denke auch so ein Farbkontrast, der wird direkt neben den Kiefer gepflanzt. So dieses Gelb-Grün, das kommt schon ganz gut, glaube ich. Ja, der hier würde ich auch sagen, ist ganz gut angekommen. Also er ist weiter nicht durchgetrieben, aber er hat lange definitiv seine Blattfarben behalten. Die sind auch gleichzeitig in die Herbstfärbung gegangen. Also nicht wie bei anderen Abmoosungen, dass die Abmoosstelle definitiv eher die Herbstfärbung aufgewiesen hat und die Blattlosigkeit im Vergleich zu der Mutterpflanze. Hier war das relativ im Einklang, so vom Verhältnis. Man sieht auch an ein, zwei Ecken, jetzt von unten auf jeden Fall kamen gerade zwei Wurzeln durch. Das heißt, er hat auch weiter gewurzelt. Deshalb gehe ich davon aus, dass der definitiv im Frühjahr gut angehen wird. Und den hier werden wir schön ins Freiland pflanzen. Ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehme oder erst dann, wenn ich die Projekte da abmose. Aber definitiv haben wir hier schon mal eine schöne neue wurzelreine oder wurzelechte Pflanze, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, erzeugt. Und ich denke, das ist auch schon mal was Gutes. War ein bisschen schlecht vom Wurzelwachstum, das haben wir ja gesehen bei der Abmosung. Aber ich denke jetzt so im Nachhinein wird er sich ganz gut entwickeln, weil alles, was sich grundsätzlich abmosen lässt, wo eine Wurzelbildung stattfindet, die sind so wurzelaffin, dass da auf jeden Fall genug Wurzeln sind und dass das reicht, um eine eigene Pflanze zu betreiben und man nicht irgendwie hier so wie in dem Fall veredeln muss. Wie gesagt, das denke ich mal auch nur aus Vertriebsgründen, dass man den schneller vermehren kann und einfacher vertreiben kann. Wenn der so irgendwo im Garten wächst, interessiert einen das ja auch nicht, aber als Bonsai ist es immer schön, wenn man unten nicht diese Antruffstelle halb so in der Form sieht. Ja, und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und euch das interessiert, dann schaltet doch nächste Woche Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt My Tweets in the Pod. Ich bedanke mich fürs Zusehen, euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.